Willkommen zu diesem Erklärvideo, und zwar diese Folge wird ein Erklärvideo sein über Ether Zero selbst. Also erstens, Ether Zero ist keine Sans-Version. Also für Leute, die denken, das ist eine Sans-Version, ist es nicht. Zweite Sache, wir fangen jetzt mal an zu erklären, wie seine Geschichte eigentlich beginnt und halt wie er eben das Ether Zero Verse erschuf. Weil er ist ja der Schöpfer des Ether Zero Verse. Von meinem Wiki ist er ja dann quasi der stärkste Gott im kompletten Existenz. Er ist natürlich auch stärker als eigentlich so gut wie alles, weil er über allem steht. Er kann jede Art von Fähigkeit benutzen, die andere haben, nur das nochmal auf über dem Boundless Level stärker. Er hat einmal diese Form, die ihr hier seht, und er hat eine zweite Form. Diese wird auch als die Form, die wahre Form bezeichnet. Diese Form ist nämlich die mächtigste Form von dem. Da in dieser Form zeigt er quasi seine ganze Macht, weil er durch seine Maske sich nämlich selbst einschränkt. Warum er das macht, werdet ihr gleich erfahren. Ich werde ja gleich die Geschichte erzählen und wir fangen jetzt erstmal an mit der Geschichte. Dann kommen die Fähigkeiten erklärt einigermaßen, also zumindest die wichtigsten Fähigkeiten werde ich dann erklären, und das ist ungefähr die Erklärung dann alles. Dieses Video wird halt über Ether Zero gehen, weil er natürlich das Ether Zero Verse erschaffen hat und er halt dann die wichtigste Rolle hat. Die Geschichte beginnt natürlich in einem Dimension, die abgekapselt ist von allem. Also der allem, was existiert, ist diese Dimension halt von allem abgekapselt. Sie ist die älteste Dimension. Er ist uralt, er ist älter als alles existent. Er ist älter als die Existenz selbst, bis er irgendwann halt eines Tages mitbekam, wie diese Multiversen und Universen entstanden ist. Es begann natürlich mit Undertale. Durch sein Allwissen sah er natürlich auch diese ganzen Dinge. Er sah, wie die Undertale-Welt halt immer größer wurde, immer mehr Dimensionen, immer mehr Welten entstanden sind. Auch das Ether Zeroverse erschuf er dann später. Aber bevor er das erschuf, beobachtete er erstmal alles, was existiert. Also er sah alles. Er sah dann auch die ganze Existenz vom Undertale-Multiversum, wie zum Beispiel auch die Alpha Tail, das erste Au, das er da sah. Er fand alles, was er da sah, sehr interessant, und irgendwann, einige Jahrhunderte oder nicht gerade bekannt, wie viele Jahre dann vergangen sind, weil es ja keine richtige Zeit gibt in der Dimension. Auf jeden Fall begann er dann mit der Idee, ein eigenes, einzigartiges Multiversum zu erschaffen. Und dieses Multiversum war etwas besonders als normale Multiversen. Er erschuf dann 35 Multiversen, die eben alle miteinander verbunden sind, und alle Multiversen verschmolz er dann zu einem Riesenkonstrukt. Alle wurden verbunden, das heißt, jede Welt im Ether Zeroverse ist miteinander verbunden, und bei dieser Entstehung entstand auch ein mächtiges Buch, das auch das Ether Zeroverse Buch benannt wurde, weil es halt später auch dieses Buch aufgeteilt wurde in verschiedene Teile von Büchern. Diese Bücher sind aber für die Story nicht so wichtig. Die werden erst für andere Geschichten wichtig. Auf jeden Fall, dieses Buch packte er dann halt in verschiedenen Dimensionen, die halt dann davon sich einzigartig entwickelten. Also begann irgendwann auch die Gefahr, dass seine Macht eben so enorm war, dass diese Multiversum, das Ether Zeroverse, in Gefahr war. Dieses Multiversum brach nämlich sonst auseinander, und er wusste,
das ist so, wenn das Multiversum zerstört wird, natürlich nicht weitergeht. Und er schuf erstmal eine Maske, die seine Macht schwächen sollte. Und diese Maske ist die Maske, die er halt auf seinem Avatar, seinen Charakter halt hat. Er begann dann halt eine Sans-Version zu erschaffen namens Eta Sans, seine erste richtige Beschützerfigur, die er schuf für das Eta Zero Verse. Diese Figur, Eta Sans, sollte jedes Dimension, alles vom Eta Zero Verse schützen vor Gefahren, die halt zukünftig kommen sollten. Eta Zero, er wusste natürlich, seine Macht ist trotzdem noch so enorm gewesen, also ging er dann wieder in eine andere Dimension, die abgekapselt ist von dem Eta Zero Verse und so weit weg ist, dass man diese Dimension nicht erreichen kann. Und diese Dimension blieb er dann und konnte durch seine enorme Macht trotzdem ab und zu sich einmischen. Doch irgendwann, als immer noch die Multiversen noch sehr nah an dem, Zusammenfugen noch etwas zerbrechlich war, also nicht gerade ganz zusammen, enttauchte ein Wesen namens Pyrothorax auf, der Anfang des Chaos oder auch Parasitengott genannt. Dieses Wesen wollte alles zerstören. Durch die Stabilität im Eta Zero Verse, weil es so viele Dimensionen und Multiversen gab, musste Eta Zero halt sich einmischen, weil es sonst zu schwer werden würde für die Figuren, die er schuf. Also tauchte er eben wieder auf und kämpfte Eta Zero gegen den Pyrothorax. Er musste seine Maske abnehmen, um sein unendliches Gefängnis zu nutzen. Er nutzte dann die Fähigkeit, das unendliche Gefängnis, um seine Macht dafür zu benutzen, ihn einzusperren. Durch dieses unendliche Gefängnis sperrte er ihn eben ein für alle Ewigkeiten und naja, als er ihn dann einsperrte, schaffte es jedoch Pyrothorax quasi Kinder zu erschaffen. Diese sind dadurch seine Versiegelung halt entstanden. Diese sind einmal Malachite, der Anfang der Zerstörung. Er ist halt der Anfang der Zerstörung. Doch alle drei Söhne, einmal auch der zweite Sohn war der Solax, der einzige von denen, der überhaupt eine Seele hat, weil er halt die Seelen von anderen klaut und diese in sich verbindet. Die ganzen Charaktere zu Pyrothorax und so haben keine Seelen. Ist dann natürlich Solax, weil er ja Seelen klaut, aber wie auch immer. Auf jeden Fall hat dann Eta Zero erstmal die Zeit für diese Figuren alle eingefroren, so dass sie erst einige tausend Jahre erst wieder erwachen und erst dann überhaupt erst was machen können. Und natürlich hatte dann Eta Zero ihn noch ein paar Wunden und Realitätsrisse in Pyrothorax hinzugefügt, zur Sicherheit, dass er wirklich nicht ausbricht. Und dadurch ist halt Eta Zero, hat er es halt geschafft, Eta Zero eben Pyrothorax für immer einzusperren, so dass Pyrothorax niemals aus dem Gefängnis ausbrechen kann, weil das unendliche Gefängnis halt keine Möglichkeit ist, rauszulassen. Auf jeden Fall Eta Zero ging dann wieder in seine Dimension, hat dann eben wieder seine Maske da gehabt und dadurch halt ist viel Zeit vergangen und ja. Er erschuf auch viele andere Charaktere, die für das Eta Zero Verse später auch schützen sollten. Diese Charaktere sind zum Beispiel ein paar
Charaktere, die man schon kennt. Eta Zero hat er zum Beispiel verstärkt mit der kosmischen Energie, die mächtigste Magie quasi, die es gibt. Zumindest wenn es nur um Macht geht, weil die kosmische Energie ist mit allem verbunden. Also die kosmische Energie existiert wie die Magie selbst immer und wird auch immer existieren. Ohne die kosmische Energie würde nämlich Ether Sans nicht so mächtig sein, weil er durch diese Energie, die kosmische Energie, viele Fähigkeiten dazu bekam, dadurch halt auch sehr mächtig wurde und ja, dadurch viel besser Möglichkeiten hatte, die Multiversen zu schützen. Dann erschuf er natürlich auch noch viele andere Figuren, die das Eta Zero Verse beschützen, wie zum Beispiel entstand durch ihn, erschuf er nämlich jemand namens Kosmos, oder eigentlich hieß er Kustus, Kustus, er ist quasi durch Eta Zero entstanden, weil Eta Zero ihn erschuf, um die ganzen Risse, weil später nämlich eine Figur aufgetaucht ist, namens Neterion. Diese Figur hatte nämlich dafür gesorgt, dass Risse entstanden sind. Diese Risse schloss dann Eta Zero und diese Risse, als er die schloss, wusste er, falls sowas nochmal passiert, wird eben diese Figur Kustus, nämlich er hatte halt die Aufgabe, auch wieder mal das Multiversum zu schützen vor den ganzen Rissen, wenn nämlich Risse erzeugt werden in der Realität, diese zu vernichten und auszulöschen, so dass es keine Risse mehr entstehen. Diese Risse sollen dadurch nämlich ausgelöscht werden, so dass es nicht dazu kommen kann, irgendwie eine Ungleichgewicht zu entstehen. Deswegen ist es halt so passiert. Übrigens, Information, Kustus ist nicht von mir erstellt worden, es ist die Figur von einem anderen YouTuber, der auch YouTube macht. Der macht hauptsächlich englische Videos, also er redet auch nicht wie ich in meinen Short-Videos, rede ich eigentlich ja nicht. Hier in diesem Video rede ich, weil es ja kein Short-Video und wie auch immer. Die sind halt die wichtigsten Informationen zu den ganzen Figuren. Es entstand auch viele andere Figuren, zum Beispiel Kosmos. Zum Beispiel entstand durch die kosmische Energie entstand ein Wesen namens Kosmos Orion. Das ist eine Figur, die durch die Manifestation der kosmischen Energie ist. Also er ist aus purer kosmischen Energie und man kann ihn nicht töten, solange es die kosmische Energie gibt. Das heißt, egal wie, man kann ihn nicht töten, deswegen ja. Wie auch immer, durch diese enorme Macht von den Figuren, diese Figuren sind alle Figuren, die irgendwas mit Eta Zero zu tun haben, sind sehr mächtig und die meisten haben auch keine Schwächen. Die meisten, eigentlich alle Figuren, die wirklich von Eta Zero erschaffen wurden, sind die meisten davon Boundless Level. Eta Sans, also seine normale Form, bevor er zu Eta Cosmic Sans wurde, ist er auf Universe Plus Level. Also er ist sogar etwas stärker als Multiverse Level, aber er ist schwächer als andere Figuren. Er ist eben so mächtig, weil er die Fähigkeiten von Eta Zero auch an einige Fähigkeiten nutzen kann. Das sind die wichtigsten Informationen zu dem Ganzen. Hier wenn ich mehr über die ganzen Figuren erzählen soll, werde ich es machen. Ihr könnt ja mal von den Figuren, die ich hier erwähnt habe, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche Figur hier dann eben als nächstes erklärt werden soll für das Eta Zero Verse. Das sind die wichtigsten Informationen zu Eta Zero, die ganze Geschichte. Also es gibt natürlich noch mehr, aber die ganzen wichtigsten Dinge sind hiermit erklärt von der Geschichte. Er hat viele Fähigkeiten, zum Beispiel All of Creation. Mit dieser Fähigkeit kann er alles erschaffen, was er
eben sich vorstellt. Er kann eben alles Mögliche erschaffen. Er kann Materie erschaffen, dunkle Materie. Er kann kosmische Energie erschaffen. Er kann die kosmische Energie selbst in richtige Materie umwandeln. Er kann eben ganze Galaxien erschaffen. Er kann alles Mögliche machen, nur durch seine Gedanken und vieles mehr. Er hat so viele Fähigkeiten. Da würde das Video noch länger sein und ich will das nicht zu lang machen, deswegen erkläre ich hier nur die wichtigsten Fähigkeiten. Er kann die Gravitation manipulieren von Planeten, von Galaxie, wie auch immer. Er kann alles manipulieren. Die Materie-Manipulation, Gedankenkontrolle. Er kann Zeit kontrollieren, die ganze Realität umwandeln, Creation. Damit kann er halt alles erschaffen. Ist ähnlich wie All of Creation, nur etwas anders. Er kann Seelen erschaffen. Er kann über das Leben selbst bestimmen. Also er kann Leben und Tod manipulieren. Diese Fähigkeit nennt sich Life and Death Manipulation. Er kann die kosmische Energie eben perfekt kontrollieren. So gut, dass nicht mal die Figur Orion, die so gut die kosmische Energie kontrollieren kann. Er kann die alle Seelen manipulieren, kontrollieren. Er kann neue Seelen erschaffen. Er kann durch seine Seele, die Infinity Soul oder Soul of Infinity, jede Seele, die existieren wird und existiert hat, in seiner Seele benutzen. Das heißt, jede Fähigkeit, die existiert, kann er eben benutzen und er kann so viele Fähigkeiten mehr. Er ist omnipotent, er kann alles sehen durch seine Fähigkeit Allsehen, also er kann halt alles sehen, Allsicht, er kann alles spüren, fühlen, er fühlt keine richtigen Schmerzen, also er hat kein richtiges Nervensystem in seinem Körper, weil sein Körper besteht aus einer Art unbekannten Schattenmaterie, die er selbst erschuf. Er ist in der Lage, noch mehr zu manipulieren. Er kann die komplette Existenz kontrollieren. Er kann die Realität kontrollieren, Realitätsstrahl machen. Also das ist Reality Beam. Und diese Fähigkeit funktioniert halt so, dass er die Realität selbst somit manipuliert, um einen Strahl zu erzeugen, was alles zerstört. Er kann die Existenz manipulieren. Er hat die Fähigkeit, ultimative Existenz. Dadurch ist er halt stärker als alles, was existiert. Und noch vieles mehr. Die meisten Fähigkeiten stehen auch in dem Wiki. Ich hoffe, dieses Video ist nicht zu lange, weil Eta Zero ist wirklich sehr komplex zur Erklärung und die Fähigkeiten auch. Er hat natürlich noch so viel mehr Fähigkeiten. Die ganzen wichtigsten Fähigkeiten habe ich jetzt erklärt. Er hat natürlich auch noch die Fähigkeit, zum Beispiel auch die Physik zu manipulieren, zu kontrollieren, zu erschaffen. Manipulation der Physik, Schaffung der Physik und zum Beispiel auch die Fähigkeit Fate-Manipulation, also Schicksalsmanipulation. Er kann den magischen Reflektor benutzen, womit er eben jede Fähigkeit reflektieren kann, egal wie mächtig die ist, jede Magie und alles Mögliche. Und natürlich auch die Fähigkeit Infinity Prison oder auch das unendliche Gefängnis. Und diese Fähigkeit erlaubt es ihnen, ein unendliches Gefängnis zu erschaffen, das in einer Dimension ist. Also es erschafft eine Dimension, wo die Person eingesperrt wird in unendlich Schichten von Magie. Also jede Art von Magie, die da drinnen benutzt wird, wird dafür ausgesaugt. Das heißt, jedes Mal, wenn man versucht, Magie zu nutzen, zum Beispiel Teleportation oder andere Arten von Magie, funktioniert es nicht, weil diese Dimensionteile alle diese Fähigkeiten blockieren. Und er hat natürlich auch die Fähigkeit, die Unsterblichkeit von anderen Lebewesen zu entziehen. Das heißt, jeder, der unsterblich ist, den kann er auch die Unsterblichkeit zu entziehen. Ist er overpowered des Todes, weil egal
ob jetzt sein Gegner Unsterblichkeit besitzt oder nicht. Wenn er unsterblich ist, kann er die Unsterblichkeit einfach entnehmen. Und natürlich auch noch sehr viel mehr Fähigkeiten, aber wenn ich noch die ganzen anderen Fähigkeiten erklären würde, wäre das Video safe 30 Minuten lang oder 25 Minuten lang, und ich wollte eigentlich dieses Video in unter 20 Minuten schaffen, aber wie auch immer. Damit beende ich dieses Video hiermit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ihr könnt, wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, das Video liken, abonnieren und halt ihr könnt auch einfach mal ein paar Power-Level-Videos anschauen. Hier oder eben eher, hier ist die Playlist von dem meinen ganzen Videos zu dem Ether Zero Verse. Also jedes Video, was zum Ether Zero Verse auf diesem Kanal hochgeladen wurde, wurde hier in dieser Playlist eingefügt.